Kennst du das Gefühl, wenn du dir wünschst, dass die Zeit nur für ein paar Sekunden stehen bleibt? Gerade lang genug, um sich an jede Kleinigkeit des Augenblicks zu erinnern. Den Geruch, das Gefühl der Sonne auf deiner Haut, die Träne, die über dein Gesicht rollt, eine Momentaufnahme. Nichts Weltbewegendes, nur einen Gedanken, den du festhalten möchtest. Einen Moment, auf den du zurückblicken kannst, wenn die Tage kälter werden, damit du dich an der Erinnerung etwas aufwärmen kannst. Der junge Adrian, eingehüllt in den grauen Mantel der Großstadt, kannte die Tristesse des Alltags nur zu gut. Graue Wolken um graue Fassaden, trübe Gedanken um trübe Tage, müde, lustlose Gesichter in der U-Bahn, große Gebäude, die einen erschlagen. Die Straßen waren erfüllt von einem bedrückenden Gefühl der Gleichförmigkeit, als ob die Stadt selbst den Atem anhielt. Jeder Schritt durch die Straßen verstärkte das Gefühl der Einsamkeit in einer Welt, die ihren Glanz verloren hatte. Das monotone Murmeln der Stadt schien die Sinne zu ersticken. Der junge Adrian sehnte sich nach der Unbeschwertheit und der Freiheit, die er in den Erinnerungen an vergangene, sonnige Tage zu finden hoffte. Die Stadt schien ihn zu erdrücken. Doch wie viele andere suchte auch Adrian nach einem Zufluchtsort. Einem Ort, der ihm diese Wärme versprach. Einem Ort, um sich von dem kalten Alltag abzulenken, um Gefühle und die Erinnerung an bessere Tage aufleben zu lassen. Wie gewöhnlich schlenderte Adrian durch die Straßen, um seinen Kopf frei zu bekommen. Unbewusst wanderte sein Blick über die vorbeiziehende Stadtlandschaft, als er zufällig auf ein Schild stieß, das wie ein leuchtender Hinweis erschien. Die Legende besagt, dass das Café de la Mémoire nicht nur den besten Kaffee der Stadt servierte, vor allem war es ein Zufluchtsort für verlorene Erinnerungen. Eine Legende, die sich durch die Straßen verbreitete wie der Duft frisch gemahlener Kaffeebohnen. Es heißt, das Rauschen der Vergangenheit sei im Aroma dieser Bohnen gefangen. Hi. Hi. Da hinten ist noch ein Platz frei. Ich bin gleich bei dir. Danke. Es fühlte sich an, als hätte Adrian das Café bereits gekannt. Als wäre er mit diesem Ort bereits vertraut. Bonsoir. Was kann ich für dich tun? Ich nehme einen Cappuccino. Gerne. Der wird dir gut tun. Hier. Nur ein Schluck, der längst vergessene Momente zum Leben erwecken kann.
trying to raise the dead. Man fühlt sich wie schwerelos. Die Wahrnehmung der Zeit verändert sich. Plötzlich sind da Bilder, die wie Erinnerungsfetzen vor den Augen tanzen. Ein strahlend blauer Himmel, sonnenverwöhnte Landschaften. Da sind die Bilder der Schönheit, Momente, in denen die Welt so leicht erschien, dass man glaubte, fliegen zu können. Das Lachen von Freunden, warme Sonnenstrahlen auf der Haut, all die kleinen Glücksmomente. Diese Bilder umarmen die Seele, lassen einen schweben. Das Grau der Großstadt schien plötzlich fern und unwichtig zu sein. Und? Wie war der Kaffee? Unglaublich. Freut mich. Bis zum nächsten Mal, Adrian. Die Welt hatte für ihn eine neue Farbe angenommen. Eine, die er im Café de la Mémoire gefunden hatte. Die Erinnerungen hatten nicht nur die leeren Bilderrahmen gefüllt, sondern auch Adrians Sicht auf die Welt neu gestaltet. Die Akzeptanz des Graus der Stadt war nicht länger ein Kampf, sondern vielmehr ein Frieden, den er mit sich selbst geschlossen hatte. Jeder von uns sollte sich auf die Suche nach seinem eigenen Rückzugsort machen. Sein persönliches Café de la Mémoire, auch wenn es nur in den Tiefen unserer Gedanken existiert. Manchmal sind es gerade diese scheinbar unspektakulären Augenblicke, die einen festhalten. Ein Moment der Stille. Wenn die Welt um uns herum grau erscheinen mag, bedeutet das nicht, dass die Farben verschwunden sind. Sie leben in unseren eigenen Erinnerungen weiter. Die Flucht vor dem Alltag durch Erinnerungen kann eine vorübergehende Linderung bieten, aber die wahre Kunst besteht darin, die Farben der Vergangenheit in den grauen Alltag zu malen. Vielleicht ist es okay, sich an Tagen wie diesen einfach in den warmen Mantel der Erinnerungen zu hüllen und die Zeit für einen Moment stillstehen zu lassen.